Artesia oder so fehlt doch auch noch, wenn Asria schon da ist. Ja, Ratesia ist quasi das Gegenstück zu Caldera. Das kommt ja jetzt. Aber das wird da wahrscheinlich nicht dabei sein. Also Ratesia kommt dann wahrscheinlich nach dem Grasland. Haben sie irgendwas eigenes entwickelt, was noch nicht auf Live-PC war? Nicht wirklich, ne. Bis jetzt ist eigentlich alles recycelt. Das Einzige, was es bei Live-PC nicht gab, war die Medomet und diese Cursed Warden. Glaube ich. Also ich kenne sie zum Beispiel nicht. Ich kann sie nicht zuordnen. Müsste man auch nochmal double checken. Aber diese Cursed Warden und die Medomets sind, glaube ich, die einzigen, die es noch nicht gegeben hat in Live-PC. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Medomets schon existiert haben. Sie wurden halt nur nie ins Game gepatcht. Es gab ja, das haben sie ja doch bei dem 20th Anniversary gemacht. Letztes Jahr haben sie doch das 20th Anniversary gefeiert mit diesem PDF. Und da waren doch auch Zeichnungen drin von Gebieten, die gar nicht existiert haben. Oder die halt wieder verworfen wurden. Updates, die geplant wurden, aber nie aufgespielt wurden und so. Und ich hab den starken Verdacht, dass alles, was dann in Live Universe doch mal neu ist, was wir jetzt so nicht kennen, dass das halt tatsächlich doch existiert schon. Oder hätte existieren können oder sollen. Aber es wurde wahrscheinlich nur verworfen und es hat es halt nie ins Game geschafft. Aber die Dateien, die, wie sagt man, die Renderings und so weiter, also alles, was halt dazugehört, dass das trotzdem irgendwo liegt, irgendwo existiert. Und wir kennen es halt nicht, aber es ist eigentlich auch nicht neu. Und sie durchforsten halt nur immer mal wieder die Archive von den alten Flive-Entwicklern, von den Gala-Entwicklern quasi, von den Koreanern. Durchforsten sie wahrscheinlich immer mal wieder so die Archive, was die da noch so rumliegen haben aus den letzten 20 Jahren und nehmen dann einfach Sachen, die wahrscheinlich schon vorgefertigt sind, wo sie nur noch den Feinschliff machen müssen. Und ja, also ich glaube, so kommen dann die in Anführungszeichen neuen Sachen, kommen dann so wahrscheinlich zustande. Bei der Astria-Musik war es auch so. Die Astria-Musik ist auch nur ein Remake von der Musik, die es halt im Live-PC nicht mehr gibt. Die Musik selber ist aber auch nicht neu gewesen. Die gab es schon. Sie ist halt aktuell in Live-PC nicht verfügbar. Es gibt ein paar Soundtracks, die es in Live-PC nicht oder nicht mehr gibt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Haben wir die Musik ein paar Mal geändert. Die Flaus-Musik wurde ja auch mal geändert und so. Weiß ich nicht warum. Aber die Astria-Musik, wie ich dann rausgefunden habe, also ich kannte sie nicht. Ich dachte, sie ist neu. Und viele andere ja auch. Aber es war tatsächlich nur ein Remix von einer Musik, die eigentlich schon existiert hat. Also, ja gut, es war eine neue Version, eine neue Auflage, so wie die Flaris-Musik quasi. Eine neue Version, mehr oder weniger. Aber an für sich eigentlich auch nicht wirklich neu. Also oft findet man dann doch irgendwie raus, dass es gar nicht wirklich neu ist. Ich meine, das ist ja eigentlich auch egal, aber die Transparenz ist halt wichtig eigentlich. Aber gut, bisher haben sie zumindest noch nicht behauptet, dass sie irgendwas komplett Eigenes erschaffen haben, glaube ich. Zumindest noch nie gelesen oder gehört, dass sie das behaupten. Bin gespannt, ob da noch was kommt. Naja, ich meine, irgendwann müssen sie ja was Eigenes machen. Irgendwann geht ihnen ja der Live-PC-Content aus, aber leider dauert das noch einige Jahre. Jetzt machen sie Grasland, also ich könnte mir vorstellen, dass, sie haben es ja, glaube ich, Grasland genannt, das Gebiet. Ich könnte mir vorstellen, das Grasland ist jetzt halt einfach Caldera, Knochenpfad und Grasland. Dass sie die 3 Gebiete merchen, die in Live-PC 3 eigene Gebiete waren, könnte ich mir vorstellen. Dann fehlt aber immer noch die Bahara-Wüste. Also, die könnte theoretisch auch im Grasland liegen, aber ja. Also es könnte sein, dass die Gebiete da oben alle zusammengefasst werden. Könnte ich mir schon vorstellen. Wäre aber auch ein bisschen dämlich, theoretisch, weil dann würden sie ja selber sagen, wir nehmen jetzt 4 Gebiete, die alle theoretisch ein eigenes Update sein könnten und packen das alles in eins. Wäre auch irgendwie dämlich aus der Recycling-Sicht, sag ich mal. Also quasi statt 4 Updates zu machen, machen sie nur 1. Man könnte ja jedes dieser einzelnen Gebiete einfach riesengroß machen und auch nochmal unterschiedlich machen, whatever. Aber das könnte ich mir vorstellen. No way machen die das. Ja, ich sage ja nur, es ist eine Möglichkeit. Bis jetzt heißt man ja nur, dass es das Grasland sein wird. Weil im Grasland auch der Behemoth-Dungeon lag. Wahrscheinlich deswegen.
Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wären so die Möglichkeiten dort. Und dann hast du aber trotzdem noch Ratesia und Dark Ratesia. Gut, Dark Ratesia, wie es der Name schon sagt, ist einfach Ratesia mit anderen Monstern und bisschen anderen Grafiken. Aber vom Prinzip her ist es einfach das gleiche Copy-Paste und bisschen grafisch überarbeitet und andere Monster reingepackt und einen anderen Boss. Aber vom Prinzip her eigentlich das gleiche. Aber trotzdem, das wären auch nochmal 2 Gebiete. Dann haben sie noch den, in Anführungszeichen, neuen Mars Dungeon in Flive PC. Haben sie die Monster aus Mars Dungeon geändert. Mars Dungeon in Flive PC ist ja ein Endgame-Gebiet, kein Low-Level-Gebiet. Und dann gibt es noch das schwebende Schloss. Das gibt es ja in Flive Universe auch. Aber da kann man ja nicht rein. Und dann gibt es halt noch einige Dungeons in Flive PC, die es in Flive Universe nicht gibt. Aber auf jeden Fall haben sie noch einige Gebiete, einige Dungeons, also fehlt schon noch sehr viel. Also wenn sie wollen würden, könnten sie das locker noch auf bis zu 10 Jahre strecken. Also bis 2035 könnten die jedes Jahr ein Update bringen, so wie bisher. Und denen würde nicht der Content ausgehen. Wenn sie es in Anführungszeichen klug machen oder halt das Recycling wirklich auf die maximale Stufe packen und sagen, nee, wir nehmen nur bestehenden Content und reizen das so lange aus, bis es wirklich nicht mehr geht, bis einfach nichts mehr übrig ist. Und selbst dann könnten sie auch immer noch machen, Dark Coral Island, Dark Asrion, so, was es jetzt im Flive PC zwar noch nicht gibt, aber das gleiche Prinzip wie bei Ratesia oder so, könnten sie dann auch immer noch machen. Also die Möglichkeiten, bis man wirklich mal komplett neuen Content sieht, den es wirklich so noch niemals gegeben hat, nicht mal in einer anderen Form, sondern einfach komplett gar nicht, die sind endlos. Locker 10 Jahre, wenn man komplett übertreibt, könnte man vielleicht sogar 20 Jahre draus machen. 20 Jahre wäre schon schlecht, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber 10 Jahre kann ich mir tatsächlich schon sehr gut vorstellen. Bis wirklich mal alles von Flive PC drin ist. Aber weiß man jetzt halt auch nicht. Ich denke mal, es hängt vor allem davon ab, wie jetzt dieses nächste Update gestaltet ist. Weil wenn jetzt im nächsten Update tatsächlich 4 Gebiete in 1 verwandelt werden, also das komplette da oben, dieses komplette Unknown quasi, wenn das alles 1 ist, ein Update jetzt, das wäre natürlich ein Schritt in die Richtung, wo man dann sagen kann, okay, jetzt haben sie aus potenziell 4 Updates nur 1 gemacht. Also heißt vielleicht, beschleunigen sie jetzt das Recyceln auf nur 1-2 Jahre oder höchstens 5 Jahre vielleicht und wollen dann schon wieder mal komplett eigenen Content machen. Würde halt aber natürlich sehr gegen wahrscheinlich Galas Minimalprinzip verstoßen, weil Gala ist ja immer sehr sparsam und so, was das angeht, was Content angeht und so. Das würde nicht wirklich mit Galas Unternehmensphilosophie, glaube ich, zusammenpassen. Weil in Flive PC waren das ja eigentlich auch alles einzelne Updates. Da kam ja auch nicht Caldera und Grasland und so, es kam da ja auch nicht alles zusammen. Kam da ja auch alles einzeln. Deswegen weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie sehr viele Möglichkeiten, wie sie das gestalten. Nahezu unendlich, theoretisch. Und die Jahre, auf die sie strecken können, da haben sie auch sehr viel Spielraum. Theoretisch könnten sie auch irgendwann einfach aufhören, jährliche Updates zu machen. Haben sie ja bei Flive auch irgendwann gemacht. Das wäre natürlich dämlich, weil damit würde es das Game ja wirklich aktiv beschädigen, sabotieren. Manch einer würde sagen, töten. Ich denke jetzt nicht, dass sie das machen. Solange es noch so gut läuft, wie es momentan läuft, wäre es extrem dumm. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, einfach nicht mehr jährlich zu updaten, sondern nur alle 2 Jahre. Da hast du vielleicht bessere und größere Updates, aber dafür halt nicht mehr so oft. Und spielst dann jahrelang den gleichen Content. Was aber den meisten Leuten irgendwann ziemlich gegen den Strich gehen dürfte. Bin sowieso gespannt, wie es langfristig weitergeht. Habe im Grunde nichts gegen Grinder. Mir ist jetzt 165 schon trotz FEC etwas zu viel. Beziehungsweise geht es so langsam. Wie sieht es aus, wenn wir irgendwann bei 250 sind? Naja, wie gesagt, das ist tatsächlich in Flive PC war das ja auch so. Dass du kriegst ja neue Monster. Und die neuen Monster geben dann im Verhältnis wieder so viel XP, dass es einfach nochmal ist wie 165. Also 190 zu werden, wird voraussichtlich nicht länger dauern. Also so müsste es eigentlich sein. Laut Flive-Tradition, Flive-Geschichte dürfte 190 nicht schwerer sein als 165. Oder wenn dann nur minimal schwerer.
Also von den Stunden, die es kostet. Bei gleich gutem Equipment oder bei gleich guter Levelgeschwindigkeit müsste es gleich sein. Oder sehr ähnlich. Fast identisch. Sowas im Flive-PC eigentlich auch immer. Also das letzte Level zu erreichen war in Flive-PC immer richtig eklig. Aber dafür haben wir jetzt die Tower Dailies, sag ich mal. 190 auf Flive-PC war auch easy zu erreichen. Das ist die einzige Ausnahme eigentlich. Ansonsten war es entweder immer so, du musstest eh nicht das Maximallevel erreichen. Ist jetzt im Flive Universe ja auch so. 160 reicht theoretisch. Brauchst 165 eigentlich für gar nichts. Und sowas im Flive-PC eigentlich auch immer. Das höchste Level hast du eigentlich nie wirklich gebraucht. Oder oft nicht. Und zu erreichen war es immer ähnlich. Also Flive Universe hat eh schon den Baby-Modus aktiviert, eben wegen den Tower Dailies. Wenn sie neue Tower Stages hinzufügen, dann ist das Maximallevel ein Klacks. Nur wenn sie die nicht hinzufügen, dann wird es wahrscheinlich ziemlich ätzend. Aber wenn sie neue Tower Dailies hinzufügen, die bis 186 gehen, bis 182 gehen, dann easy peasy.